Lieber Schütze, herzlich willkommen zu einem weiteren Taroskop für dich. März-Taroskop 2025. Schauen wir uns hier an, was der März zu bieten hat, was er für dich bereithält, wie er sich gestalten möchte, könnte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend, was jedoch aber auch am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze im März bitte. Ein heiliges Ende. Etwas wird ein für alle Mal beendet. Es gibt kein Zurück mehr. Sie sagen, es kann aber auch sein, dass du erst einmal das Ende überhaupt realisierst, ohne dass jetzt wirklich etwas physisch oder energetisch zum Ende kommen muss. Ich denke, es hat sehr viel mit Schuld und Unschuld zu tun, mit Schuldzuweisungen, mit Eigenverantwortung. Du hast 7 Themenkarten, wow. Es geht zu im März bei dir. Es geht ganz schön rund, wow. Okay, es geht um eine neue Ausrichtung. Es geht darum, wow, es kommt ganz viel Information, lieber Schütze. Also der März wird erst einmal ein Monat, in dem du ganz viel realisierst. Was war, was ist, was eventuell kommen wird. Erst einmal geht es, wie gesagt, um einen Cut, um eine Trennung, um ein Ende, was sehr viel mit dem Thema Schuld und Unschuld behaftet ist. Das wird beendet. Im spirituellen Sinne existiert Schuld nicht. Schuld ist ein Gedankenkonstrukt. Es wird immer gerne die Schuld zugewiesen, auf dass man sich mit imaginären sauberen Händen von etwas heraushalten kann. Doch wo ist die Eigenverantwortung? Was hat man mit zugetragen? Dort darfst du etwas realisieren. Gut möglich, dass eine Puppe, also eine Spielpuppe, den Anstoß gibt. Ein Trigger ist Kindheit somit im erweiterten Sinne. Es ist, als würdest du dich fast Anfang März in eine Ecke getrieben fühlen, aus der du nicht weißt, wie du herauskommen sollst. Doch wisse, es ist deins. Es ist nicht reell, es ist nicht Realität. Es sind deine Gedanken. Das ist ganz wichtig, das solltest du dir im ganzen März wirklich im Hinterkopf behalten, dass immer wieder, wenn du dich eingeengt, bedrängt, in eine Ecke gedrängt fühlst, dass du dir immer wieder bewusst machst, okay, halt, stopp, sind meine Gedanken, denn ich kann mich frei bewegen, sei es physisch wie gedanklich. Es geht nun um deine neue Ausrichtung, sobald du dieses Thema von Schuld und Unschuld realisiert hast. Eine neue Ausrichtung, du solltest die leichtere Variante wählen, nämlich die der Zukunft, nicht in der Vergangenheit bleibend. Das heißt, setze die Segel bitte um frischen Wind, auf dass er dich woanders hinbringt. Nämlich dort, wo deine Seele mal ruhen kann, wo deine Seele sich wieder ein Stück entfalten kann, wo du wachsen kannst, wo du mal ausatmen kannst und nicht so den Atem anhalten musst. Denn die ewige Spannung der vergangenen
10 bis 19 Jahre, sie darf sich lösen im März. Du hast sehr, sehr viel gekämpft. Im ersten Augenschein für etwas, für jemanden, um etwas. Doch nehmen wir den Schleier mal ab. Bleibt, du hast dich bekämpft. Der März wird intensiv, denn ich denke, im März wirst du einige Erkenntnisse haben, wo du wirklich mit dem Hosenboden auf dem Boden ankommst und erstmal realisierst. Am 25. März. 25. März bekommst du einen segensreichen Input. Etwas darf geheilt werden, etwas darf heilen, etwas darf erkannt werden, etwas darf losgelassen werden, endlich. Und schon am 26. bist du wieder in deinem Mojo, fühlst du dich auch wieder du selbst und kannst die Würfel neu mischen. Du solltest sie mit der richtigen Intention mischen und dann auf den Tisch werfen. Denn wir wollen ja nicht, dass das Rad des Karmas erneut die gleiche Schlaufe widerspielt. Also wie gesagt, wow, der März hat es in sich, doch ich denke, wie gesagt, es wird sehr viel Illusion genommen, es wird sehr, sehr viel realisiert und das ist gut so, denn somit kannst du nach vorne blicken und wirst nicht mehr von der Vergangenheit festgehalten. Schauen wir uns dein Hauptthema an für den März. Unter welchem Stern steht dein März? Ja, die Innenschau. Die Innenschau und die Realisierung der Erfahrungen, die Schatzkiste, die du in dir trägst, doch die wir möchten behaupten, die wenigsten von euch überhaupt jemals zur Kenntnis genommen haben bzw. geöffnet haben. Denn bisher habt ihr von der Erfahrungsschatzkiste der anderen euch bedient, danach gehandelt. So, gehen wir in die Details. Augen werden für dich sehr, sehr ausschlaggebend. Sei es, dass du überall Augen siehst, deine Augen, das Horusauge, das Auge als Talisman, also Thema Augen wahnsinnig präsent, aber wie auch gesagt, du realisierst, es kann auch schlichtweg das bedeuten. Um den 9. März geht es darum, nicht zu reagieren. Lass es ruhen, denn der 16. März schließt gleich an am 9. Das bedeutet, wenn du es schaffst, um den 9. März herum ruhig zu bleiben, nicht in Rage zu geraten, beziehungsweise dich nicht verunsichern zu lassen oder nicht gleich wieder dich mit Schuld und Unschuld zu beschäftigen, sondern du es schaffst, darüber hinwegzusehen, cool zu bleiben, dann ist die Aufgabe bestanden. Ich weiß, du hast viel zu sagen. Du möchtest sprechen.
Doch, lieber Schütze, richte diese Worte an dich, realisiere du sie. Denn dort wirst du dann erkennen, dass das Thema, die Situation, dieser Mensch, wo die Schuld und Unschuld so verbunden hat, wird dir, dieses ganze Thema wird dir dann aufzeigen, dass nichts von dir genommen wurde. Es war der hilflose Kampf deiner selbst, um dich zu behaupten, um dich bemerkbar zu machen, um gesehen zu werden, um autoritär zu sein, um dir Respekt zu verschaffen. Da hängt viel damit zusammen. Doch, lieber Schütze, fang bei dir an. Wenn du dich selbst nicht respektierst, aus welchen Gründen auch immer, kann das Außen dich auch nicht respektieren. Eine Jungfrau wird sehr, sehr ausschlaggebend für dich. Eine Jungfrau wird dir eine Nachricht, eine Botschaft, einen Anruf, whatever, Post zukommen lassen, überbringen. Erkenne das Lichtvolle in dieser Botschaft. Agamemnon kam gerade. Bitte setze dich damit auseinander. Vielleicht ist ein Impuls für dich dabei. Im März geht es darum, dich aus verfahrenen Situationen herauszuhalten und dich nicht in verfahrene Situationen hineinzubegeben. Ich weiß, du möchtest kundtun. Du möchtest jemandem vielleicht die Meinung sagen. Du möchtest dein Revier markieren, deine Größe zeigen. Doch im März ist weniger mehr. Halte inne, beobachte. All die Worte, die du aussprechen würdest, wären wie Worte im Wind, im Sturm. Keiner würde sie hören, sie würden nicht ankommen. Ein Widder ist sehr präsent bei dir, männliche Energie. Gut möglich, dass dieser Widder nicht mehr an deiner Seite ist, sondern schon feinstofflich ist. Dieser Widder hat dir etwas zu sagen. Wir machen weiter im Extended. Dort findest du den zweiten Teil deines Taroskops mit mehr Details und der Rest des Monats. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!